Zukunft Regionalbank. Experten, Einblicke, Lösungen. Der Regionalbanken-Podcast von Simon Kucher mit Steffen Ulitzka. Unsichere Wirtschaftslage, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit, KI-Transformation. Das sind alles Megatrends, die ganze Wirtschaft, aber natürlich auch den Bankenbereich ordentlich umwälzen. Und dazu haben wir jetzt vor kurzem eine aktuelle Studie gemacht, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dafür habe ich heute einen Gast bei mir, bei uns im Podcast, Jens Baumgarten. Jens, magst du dich kurz einmal vorstellen? Super, ja, sehr gerne. Hallo Steffen. Schön, dass du uns hier in Frankfurt besuchst. Ja, klar, stelle ich mich gerne vor. Bin Seniorpartner, leite den Financial Services Sektor bei uns seit einigen Jahren, seit 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs. Habe auch schon einiges gesehen, aber diese Megatrends, die du gerade angesprochen hast, die verändern die Bankenbranche schon ganz deutlich und genau deswegen haben wir auch die Studie gemacht. Sehr schön. Jetzt würde es mich natürlich brennend interessieren, wenn wir jetzt uns mal diese 4 Themen anschauen. Also die unsichere Wirtschaftslage, KI-Transformation, Nachhaltigkeit oder auch dann das ganze Thema demografischer Wandel. Wie beeinflussen die denn jetzt konkret das Retail-Banking? In vielfältiger Weise, um es mal so zu sagen. Ich glaube wirklich, ich habe ja schon gerade gesagt, seit 25 Jahren bin ich entweder aktiv oder zumindest beobachtend in der Bankenbranche tätig. Und was sich jetzt so in den letzten Jahren abspielt, ist schon wirklich nochmal eine andere Dimension, weil eben so viele Faktoren zusammenkommen, die sich auch gegenseitig so ein bisschen verstärken und überlagern. Ich fange mal mit einem Trend an, der schon seit ganz vielen Jahren klar ist, der niemanden überraschen dürfte, nämlich den demografischen Wandel. Jüngere Kunden, hier alle reden von Gen Z, ist ja in aller Welts Munde, kommen in den Markt rein, die sind hart umkämpft. Seit einigen Jahren sind auch viele Neobanken, Neobroker spezifisch auf diesem Segment unterwegs. Das ist auf der einen Seite ein Riesenrisiko für etablierte Banken, denn das ist ja am Ende des Tages der nachwachsende Markt, der dann in einigen Jahren hoffentlich den Kernkundenstamm ausmachen soll. Das ist aber auch eine super Chance, wenn man hier wirklich gute Angebote hat. Vielleicht haben wir später ja noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Das andere große Thema des demografischen Wandels ist aber auch intern zu sehen. Wir gehen natürlich auch erfahrene Mitarbeiter, insbesondere aus dem Vertrieb und aus dem Betrieb, in den Ruhestand. Das ist so die Babyboomer-Generation, die jetzt schon in den Ruhestand gegangen ist oder jetzt in den nächsten Jahren gehen wird. Damit wandern Kompetenzen ab, damit wandert auch Kundenwissen ab. Ja, so ein Vertriebler, der weiß einfach, wie seine Kunden ticken, wo Potenziale da sind. Wenn der morgen nicht mehr da ist, muss man das irgendwie anders lösen. Also demografischer Wandel hat ganz, ganz viele unterschiedliche externe und auch interne Einflussfaktoren. Du hast das Thema unsicheres Umfeld angesprochen, wirtschaftliche Lage. Jetzt sehen wir seit Wochen, seit einigen Monaten einen relativ erratischen Präsidenten in den USA, der noch dazu beigetragen hat, dass jetzt durch so Nettigkeiten wie Zölle und deren möglichen Impact auf die gesamtwirtschaftliche Lage natürlich nochmal massiv Unsicherheit reingebracht hat. Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Grafik-Snippet gesehen aus USA. Da wurde ausgewertet aufgrund von Pressemitteilungen, wie hoch die Unsicherheit, die wirtschaftliche Unsicherheit ist. Wenn man sich das mal anschaut, das war über Jahre relativ konstant. Dann kam die Corona-Zeit. Und jetzt unter Trump ist es tatsächlich nochmal doppelt so hoch wie zu Hochzeiten der Corona-Zeit. Also es ist eine unglaubliche Unsicherheit drin. Viele Banken fragen sich natürlich auch, was passiert mit den Zinsen, was passiert mit dem generellen wirtschaftlichen Umfeld, gehen vielleicht sogar meine Risiken im Kreditbuch nach oben, wird vielleicht sogar die Nachfrage ausgebremst, weil wir nochmal in eine Rezession kommen. Also man weiß wirklich überhaupt nicht mehr, woran man glauben soll, zumal sich ja auch gerade was die News aus USA angeht, von Tag zu Tag die Sache wieder komplett ändern kann. Also da muss man einfach als Bank sehr, sehr agil sein, sehr, sehr viel in Szenario-Planung denken und letztendlich auf alles vorbereitet sein. Ja, vor allem man spürt es ja tatsächlich auch als Bank meistens noch früher. Ne? Bevor es die Realwirtschaft trifft, werden natürlich dann noch erstmal schon Kreditnachfrage geht dann vielleicht zurück, weil ich dann vielleicht sage, ich investiere eben nicht mehr als Firma in irgendetwas rein, zum Beispiel in schöne KI-Lösung. Ne? Ja, mache ich vielleicht nicht mehr, weil ich eben dann an der Stelle sage, ach ja, ich weiß gar nicht, was passieren wird. Lohnt sich das jetzt? Ist das die richtige Entscheidung? Das spürt die Bank dann natürlich auch. Genau. Also von daher durchaus nicht ganz so einfach, da jetzt die richtige Glaskugel vor sich sitzen zu haben. Ne? So ist es. Also das macht die Sache jetzt nochmal so als Zucker obendrauf nochmal besonders schwierig. Vielleicht zu diesen 3 weiteren fundamentalen Trends. Du hast schon KI angesprochen. Da liegt natürlich seit einigen Jahren extrem viel Potenzial auch für die Banken drin, ihre eigenen Prozesse zu verschlanken, zu vereinfachen. Wir sind jetzt eigentlich in so einer Phase drin, wo man auch über einen reinen Kostenreduktions-Use-Case in einen Wachstumscase reinkommen kann. Vielleicht
finden wir heute die Zeit, da zwei Sätze auch nochmal drüber zu sprechen. Das ist sicherlich was. Und das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn wir uns fast nicht mehr daran erinnern können, wegen dieser Turbulenzen in den letzten Monaten, dass das ein wichtiges Thema ist. Es wird ein Megatrend bleiben. Auch Banken müssen nachhaltig wirtschaften, nachhaltige Produkte anbieten, nachhaltige Anlageformen anbieten. Und das wird eine ganz wichtige Frage für das nächste Jahrzehnt mit Sicherheit werden und bleiben. Jetzt ist die Bankenbranche ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt rühmlich dafür bekannt, so die sich am schnellsten transformierende Branche zu sein. Ne? Also es ist meistens so, dass man so ein bisschen hinterherhängt und dann guckt man mal, was passiert. Was ist denn so deine Einschätzung dazu? Was für Auswirkungen hat das denn jetzt auf den Wettbewerb insgesamt, aber vielleicht auch insbesondere für natürlich die klassischen Retail-Banken in diesem Kontext? Ja. Auch wieder zwei Dimensionen, die man da berücksichtigen muss. Ich habe schon gerade mal die Neobanken oder die Neobroker erwähnt. Die profitieren zum Teil auch von diesen Megatrends. Die sind meistens ein bisschen fitter, was den KI-Ansatz beispielsweise angeht. Die haben von vornherein ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut, sich sehr, sehr stark datengetrieben an so Potenzialerschließung von Segmenten dran zu wagen. Also da haben die schon mal einen Vorteil. Die sind natürlich, was ökonomische Unsicherheit angeht, genauso betroffen, sind aber sehr, sehr oft auch noch sehr stark fokussiert und spezialisiert auf einzelne Produkte, auf einzelne Kundensegmente. Und damit sind sie auch so ein bisschen agiler in ihren Entscheidungsprozessen. Sie können schneller umswitchen, wenn es sein muss. Sie haben nicht diesen ganzen großen Apparat, die ganze Komplexität von der Universalbank mit sich rumzuschleppen auf dem Buckel. Also damit sind sie erstmal in einer besseren Ausgangslage. Und wir haben schon gerade über die Generation Z gesprochen. Da stecken natürlich die neuen Player ganz, ganz stark drin. Also meine Prognose ist, die sind jetzt erstmal relativ gut aufgestellt im Vergleich zu den klassischen Universalbanken. Davon wird es weiterhin starken Wettbewerb geben. Darauf müssen sich die klassischen Banken einstellen. Für die klassischen Banken, weil du es auch gefragt hast, heißt es natürlich, dass man in einem stärkeren Wettbewerbsumfeld irgendwie klarkommen muss. Ja? Also man muss mit dieser Unsicherheit umgehen können, Stichwort Szenarioplanung, man muss mit schlankeren Prozessen, mit einer neuen Technologierevolution wie KI umgehen können. Das heißt erstmal Kosten investieren, gleichzeitig verliert die eine oder andere Bank auch den ein oder anderen wichtigen Kunden, gerade so ein bisschen anspruchsvollere Kunden, vielleicht auch die jüngeren Kunden, da tun sich viele etablierte Banken ja schwer. Das heißt, wir sehen da in Ländern wie Deutschland beispielsweise, man sieht es ja auch im deutschen Regionalbankenumfeld, aber auch in Ländern wie Spanien oder Lateinamerika natürlich eine gewisse Konsolidierung, dass sich Banken dann einfach auch zusammenschließen. Also so ein bisschen mehr Wettbewerb, obwohl es weniger Wettbewerber vielleicht gibt, aber es gibt einen anderen Wettbewerb. Es wird eine spannende Zeit in den nächsten Jahren. Ja, vor allem gerade, wenn man sich natürlich auch die Neobanken dabei anschaut, die haben ja wirklich in den letzten Jahren ein enormes Wachstum hingelegt. Das ist ja auch global, wie viele Spieler es jetzt inzwischen gibt, die alle sich Unicorn und noch mehr nennen dürfen, die teilweise vom Marktwert weit über den etablierten Banken tatsächlich auch liegen, ist natürlich schon ein sehr, sehr, sehr dynamisches Umfeld an der Stelle. Und ich glaube, wir hatten das ja, glaube ich, auch irgendwann mal untersucht, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist natürlich schon tatsächlich sehr, sehr dynamisch. Ja, wir machen ja alle 2 Jahre eine globale Neobankenstudie. Es gibt ungefähr 400 Player, die wirklich schon etablierte Neobanken sind weltweit. Die schauen wir uns regelmäßig ganz genau an. Wer da mehr wissen will drüber, wir verlinken sicherlich in den Shownotizen einen kleinen Hinweis auf die Studie, die kann man sich runterladen. Die letzte war 2023, wir sind gerade dabei, eine neue zu machen. Die wird dann im Laufe des Jahres auch noch rauskommen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Haben wir gleich ein nächstes Thema, wo wir uns beim nächsten Mal darüber unterhalten können. Jetzt ist natürlich so, jetzt habt ihr in der Studie euch ja nicht nur angeschaut, was passiert jetzt gerade im Umfeld, was sind die Themen, die jetzt vielleicht auch, ich sag mal, Banken belasten, in Anführungszeichen, sondern auch den Blick nach vorne gewagt und gesagt, was kann ich denn jetzt machen? Was sind so die Hebel, die ich ziehen kann, um zum Schluss erfolgreich zu sein? Was waren denn die Hebel, die ihr dort identifizieren konntet? Ja, es waren am Ende des Tages 4 und wir haben sie so ein bisschen versucht, entlang der Kundenreise zu strukturieren. Das erste ist, man muss das Thema Wachstum wieder stärker in den Fokus rücken. Bestand ist wichtig, da komme ich auch gleich mal dazu, aber wir müssen wieder stärker über Wachstum nachdenken. Wir haben das mal genannt, wir brauchen segmentspezifische Wachstumsstrategien. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, wenn der Kunde dann mal durch die Tür ist, muss man wirklich gucken, wie kriege ich die Kundenzufriedenheit nach oben, wie kriege ich das Kundenengagement, also die Interaktionshäufigkeit, aber auch die Interaktionsqualität mit dem Kunden nach oben und wie verbreite und verbessere ich die Kundenbeziehung. Das ist sozusagen der zweite wichtige Baustein. Der dritte wichtige Baustein ist dann eigentlich entlang des gesamten Kundenlebenszyklus sich immer wieder zu überlegen, sind meine Produkte im Produktportfolio noch die richtigen, ist meine Pricing-Struktur letztendlich zusammenfassend das Erlösmodell noch das Richtige. Da gibt es für Banken noch
einiges an Optimierungspotenzial auf dem Feld. Und du hattest das Thema KI angesprochen, das spielt ganz, ganz stark in das Thema Optimierung der Prozesse, Verschlankung, Automatisierung, Digitalisierung rein, aber eben auch KI einsetzen, um das Wachstum wieder zu fördern. Das waren so die 4 Erfolgsfaktoren, die wir im Rahmen unserer Interviews mit unseren Kunden nochmal rauskristallisiert haben. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr breites Spektrum, ne? Also von segmentspezifischen Wachstumsstrategien hin zu KI, eine ganze Menge drin. Vielleicht, wenn wir mal versuchen, das so ein klein bisschen zu zerlegen und zu strukturieren. Ja. Ganz ehrlich gesagt, segmentspezifische Wachstumsstrategien, da steckt allein in dem Wort eine ganze Menge drin. Segmentspezifisch heißt, ich muss mich anpassen, dann noch Wachstum ist auch wieder nicht nur Kosten. Also könntest du das ein bisschen greifbarer machen, was das heißt? Da stecken vor allem 2 wichtige Wörter drin, nämlich einmal segmentspezifisch und Strategie. Also was heißt das? Ich muss auf der einen Seite mir ganz genau überlegen, wo will ich wie wachsen, in welchen Segmenten. Als etablierte Bank tue ich mir oftmals schwer, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Ich muss es irgendwie machen, weil ich ja ein breiter Anbieter bin, aber am Ende des Tages geht es darum, durch eine genaue Marktanalyse mal rauszufinden, wo habe ich denn die größten Erfolgschancen? Wo kann ich denn tatsächlich wachsen? Wir haben ein paar Wachstumssegmente identifiziert entlang der Studie. Das ist zum Beispiel der Jugendmarkt, auf dem die deutschen Regionalbanken ja auch eigentlich traditionell, ich denke da so an die Sumsi-Konten, ne, und an die Knacksheftchen aus meiner Jugend, ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, ob es die alle noch gibt, aber wo die eigentlich sehr, sehr stark schon immer sind. Aber es gibt auch so einen gewissen Effekt, dass man dann irgendwann mal Kunden verliert, wenn sie dann aus dem Kindermarkt in den jungen Erwachsenenmarkt reingehen. Also man muss sich wirklich genau überlegen, was sind eigentlich die Segmente, in denen ich, auf Englisch heißt es so schön, ein Right to Win habe, ja, also wo ich tatsächlich dann auch erfolgreich bin. Und ich muss das sehr, sehr strategisch tun. Ich muss mir dann eben auch überlegen, mit welchen Produkten, mit welchen Dienstleistungen mache ich das, welche Kompetenzen brauche ich dafür, habe ich die selbst, muss ich die vielleicht über Partnerschaften mit Fintechs angehen. Also das ist das Thema segmentspezifische Wachstumsstrategien, sich die Segmente aussuchen und dann sehr, sehr strategisch diejenigen priorisieren, wo ich den größten Erfolg habe. Und das haben wir auch an den Banken gesehen, mit denen wir gesprochen haben. Die das wirklich systematisch und strukturiert und strategisch angehen, die haben dann auch Erfolge vorzuweisen. Die immer mal wieder von einem Pferd aufs andere hüpfen, die haben dann eher Schwierigkeiten. Ja, das heißt dann auch natürlich, dass ich dann mir wirklich überlegen muss, was passt dann auch zum jeweiligen Segment. Ne? Also ich sehe mal, klassisches Beispiel ist halt häufig bei Regionalbanken so der Punkt Private Banking, wo zwar Private Banking dran steht, aber de facto hat das mit richtigem Private Banking so gar nichts zu tun. Da macht es dann natürlich Sinn, wenn ich wirklich sage, das ist für mich ein Wachstumssegment, muss ich mich natürlich wahrscheinlich ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, was das auch heißt. Ne? Ja, und gerade, weil du gerade Private Banking ansprichst, das ist ja nicht ein Private Banking Block, ja, wo alle Kunden gleich sind. Da gibt es die High Net Worth, die sind für klassische Regionalbanken wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu erreichen. Und dann gibt es das große Potenzialfeld, fast ein Ozean an sogenannten Mass Affluent Kunden, die momentan eigentlich in vielen Banken nicht so wahnsinnig gut bedient werden. Ja? Also wo man wirklich als Regionalbank, glaube ich, auch noch eine gute Chance hat, da mit einem bisschen besseren Service, mit besseren Produkten dran zu gehen. Das war zum Beispiel auch ein Wachstumssegment, was wir in vielen Interviews immer wieder genannt bekommen haben. Also der Jugendmarkt ist eins, auch da ist es so, kleiner Einwurf, Gen Z ist nicht Gen Z. Ja, wir haben vor kurzem eine große Studie gemacht in Deutschland und haben auch herausgefunden, dieses Segment ist nochmal sehr, sehr stark gegliedert in einzelne Untersegmente. Da ist jetzt auch nicht so one size fits all. Ja? Da muss man auch sehr, sehr spezifisch rangehen. Wie ist das Informationsverhalten? Wie entscheiden Kunden über verschiedene Angebote? Also auch da gilt es wieder, genaue Analyse, anschauen, was die Segmente für Potenziale haben und dann auf diese Strategien gehen, die am meisten Erfolg versprechen. Das ist ehrlicherweise eine ganz gute Überleitung, weil der zweite Faktor, den ihr mit dabei hattet, war ja dieses Thema Kundenzufriedenheit, ne? Dass ich das nach vorne bringe. Ja. Dafür muss ich natürlich erstmal verstehen, was der Kunde will. Ne? Wenn ich das nicht weiß, kann ich den auch nicht zufrieden machen. Wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, Kundenzufriedenheit, was waren da die Treiber und die Dimensionen, die da eine Rolle gespielt haben? Ja. Also wir haben ja gesagt, erste Stufe, wissen, wo man wachsen kann und wie man wachsen kann. Das ist sozusagen die Basis für das Geschäft, was in 10, 15 Jahren dann wirklich Früchte tragen kann. Zweite Stufe ist, wenn man den Kunden dann mal hat, gibt es eigentlich einen Dreiklang aus Kundenzufriedenheit, Kundenengagement und Kundenbeziehung. Wie hängen die zusammen? Kundenzufriedenheit ist erstmal klar, wenn dann so Sachen vorkommen wie, ich kann meinen Kunden Service Center nicht erreichen. Ich kann vielleicht gar nicht auf die Homepage zugreifen, weil zu viel Traffic drauf ist. Ja, kommt auch immer mal vor. Ne? Also Hygienefaktoren müssen erstmal bedient werden. Da muss man wirklich die, ich sage jetzt mal, Unzufriedenheitstreiber klar identifizieren und abschalten. Das ist der erste
die Grundvoraussetzung, um überhaupt da erfolgreich zu sein. Dann ist sicherlich der nächste Schritt, sich zu überlegen, wo kann ich denn die Kunden wirklich begeistern? Also wo habe ich ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich so ein bisschen den Wow-Effekt reinbringen kann. Einfach nur der nächste Anbieter zu sein, der irgendwie ein Depot oder ein Jugendkonto rausbringt, reicht eben dann auch nicht, um den Kunden wirklich langfristig an einzubinden. Also das sind so diese beiden Elemente der Kundenzufriedenheit. Wenn man dann eine Stufe weitergeht, man hat die Zufriedenheit erstmal als Grundvoraussetzung, dann geht es darum, den Kunden zu engagieren. Und da kommt es auch auf so ein paar Erfolgsfaktoren an, die wir in der Studie auch ganz gut herausgearbeitet haben. Die eine oder andere Direktbank ist zum Beispiel sehr, sehr gut darin, sehr, sehr schnell, nachdem der Kunde akquiriert wurde, wirklich auf dieses Kundenengagement zu gehen. Also die ersten 30 bis 60 Tage, haben wir herausgefunden, sind wirklich entscheidend, um den Kunden bei der Stange oder erstmal zu der Stange zu bringen und dann bei der Stange zu halten. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mal wieder mit einem meiner Kunden gesprochen, der sagt, ich habe eigentlich einen super Erfolg, die Kunden reinzubringen durch Sonderakquiseaktionen im Tagesgeld beispielsweise. Aber wenn dann der Bonuszins abläuft, dann sind die Kunden halt wieder weg nach 3 Monaten. Und das zeigt eigentlich das Problem. Ich muss halt diese 3 Monate wirklich nutzen, um dann den Kunden in so eine Routine reinzubringen. Ja? Ihm erstmal zu zeigen, was wir alles haben, was für Produkte wir haben. Da kommt auch viel auf die richtige Kommunikation an, also den Kunden dann im richtigen Augenblick aufs richtige Produkt anzusprechen, ist auch ein Faktor, wo sich dann Kunden denken, die Bank, A, versteht sie mich, B, gibt sie mir wirklich mal einen sinnvollen Ratschlag, was ich machen kann. Also Kommunikation, Schnelligkeit und auch natürlich einen datengetriebenen Ansatz, was ich welchem Kunden anbiete, bringt bei diesem Kundenengagement wirklich den Unterschied. Und ja, der dritte Punkt, den ich gerade genannt habe, ist dann tatsächlich langfristig, mittelfristig die Kundenbeziehung zu verbreitern und zu vertiefen. Breiter heißt erstmal Product Use Count, heißt das auf Englisch so schön. Also wie viele Produkte hat denn der Kunde mit der Bank? Und die Vertiefung ist natürlich dann, ja, vielleicht von einem Einstiegskonto auf ein Premiumkonto abzugraden oder von einem kleinen Sparplan dann tatsächlich mal auf ein strukturiertes, größeres Depot abzugraden. Also das ist eigentlich so diese Reise aus der Kundenzufriedenheit in das Kundenengagement zur Kundenbindung. Und wir sehen es ja schon seit vielen Jahren, dass wenn man diese 3 Sachen wirklich gut macht, dann hat man einmal mehr Ertrag pro Kunde und zweitens bleibt der Kunde auch deutlich länger bei der Bank. Also die Wechselwahrscheinlichkeit ist deutlich reduziert und das bringt natürlich mehr Ertrag für die Bank. Und die Kirsche obendrauf ist dann, du hast eine hohe Weiterempfehlungsrate obendrauf noch und das hat natürlich einen großen Vorteil, weil das ganze System dann sich selbst multipliziert. Ne? Man hat dann einfach auch mehr Kunden, mit denen man das Gleiche dann nochmal wiederholen kann. Merkt man tatsächlich auch, dass da Banken, glaube ich, auch noch einiges lernen können von anderen Branchen. Ne? Also wenn man da überlegt, egal welche App ich beispielsweise mache und dann kommt immer, sobald man die hat, kriegt man nochmal so eine Gratulation, gut, dass man das gemacht hat, schön, dass du hier bist. Da tun sich ja Banken sehr schwer damit. Das ist ja auch dieses verhaltensökonomische Buyer's Remorse, ich habe was gekauft und dann ärgere ich mich erstmal darüber, da einzugreifen. Also tatsächlich diese ersten 30 bis 60 Tage, ich glaube, da wird wirklich noch viel zu wenig Aufmerksamkeit drauf gesetzt, sondern immer nur so, ja, gut, dass wir den Prozess erstmal durchhaben, jetzt können wir erstmal abwarten, bis der Kunde mal einem Berater zugeordnet ist, das dauert ja noch und dann schaut mal irgendwann mal das nächste Jahr das Jahresgespräch stattfindet, aber dann ist eigentlich schon zu spät. Ne? Genau. Das ist schon wirklich spannend. Du hattest gerade auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, so das Thema, ja, dann werden auch Aktionen gefahren und was dazu passt. Da sind wir so ein bisschen vom Bogen her natürlich auch bei dem Thema, ja, was mache ich denn dann? Auch das war ja einer der Punkte, den ihr hattet, so das Thema Produkte und Preise. Ja. Das zu professionalisieren ist natürlich ebenfalls ein Treiber, der, ich sag mal, bisher vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ne? Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, wie sehr sich damit auseinandergesetzt wird, aber häufig eben nicht tief genug. Was wäre aus eurer Studie heraus da die Einschätzung, wie man das besser machen kann? Also unsere Studie hat sich ja hauptsächlich auf den Bereich Retail Banking und kleineres Firmenkundensegment konzentriert. Und da ist natürlich der große Treiber, was das Thema Erlösmodelle angeht, erstmal die Zinsmarge, also das ganze Zinsgeschäft zu optimieren. Das fängt schon beim Einlagenpricing an. Da muss man ganz ehrlich sagen, wir kommen ja zumindest in Deutschland und in Europa aus einer Zeit, wo wir über viele Jahre, ja fast Jahrzehnte, eigentlich gar nicht mehr stark über Einlagen nachdenken mussten. Die Zinsen waren bei 0 oder sogar im negativen Bereich. Da haben viele Banken so ein bisschen den Fokus drauf verloren, dass es ein extrem wichtiger Treiber ihres Gesamtgeschäfts ist. Und wir haben jetzt seit einigen Jahren eigentlich eine verstärkte Nachfrage dann auch gesehen, verstärkt in diesen Bereich wieder reinzugehen und sich da zu professionalisieren. Wenn wir jetzt auf die andere Seite des Atlantiks gucken, in den USA beispielsweise, da war das ja nie so, wie es im EZB-Raum war.
dass wir da irgendwie mit negativen Zinsen hatten. Das heißt, unsere amerikanischen Kollegen haben eigentlich über die letzten Jahre schon sehr, sehr viel im Einlagenbereich auch gemacht. Und als wir dann die globale Studie gemacht haben, haben wir auch gemerkt, dass diese Professionalität, also wirklich Zinsen wirklich granular, datenbasiert, auch ein bisschen dynamisch an unterschiedliche Szenarien anpassen zu managen, in Europa und auch besonders in Deutschland noch etwas unterentwickelt ist. Ja? Und wenn man das richtig macht, also da geht es ja nicht nur um die Marge auf den Einlagen, sondern es geht auch darum, Einlagenflüsse, Zuflüsse, Abflüsse zu regulieren, zu prognostizieren. Da kann man noch sehr, sehr viel verbessern. Das ist mal die eine Seite der Zinsmargenoptimierung. Auf der anderen Seite ist natürlich das Kreditgeschäft. Und da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den Einlagen auch. Auch da ist es wieder so, die Daten, die man selber hat über wie fließen denn die Gelder zwischen Produkten bei der eigenen Bank oder auch in die Bank rein oder aus der Bank raus, ist ein unglaublicher Datenschatz. Wenn man sich den stärker anschaut, haben wir auch in der Studie gesehen, die Banken, die da weiter sind, die managen einfach die Zinsmargen in der Volatilität, die wir jetzt ja erwarten müssen, aufgrund der ökonomischen Unsicherheit, aufgrund dieser Makrotrends, einfach feiner, besser, schneller, agiler. Und das bringt natürlich am Ende des Tages zählbare Basispunkte, die ich dann habe und auch ein deutlich stabileres Gesamteinlagevolumen oder Gesamtkreditvolumen. Jetzt bin ich natürlich, ich sag mal so, aus Eigeninteresse auf das Provisionsgeschäft bei uns spezialisiert und treibe das bei Regionalbank mit voran. Wie ist denn dort die Seite der Medaille, ich sag mal, mit abgebildet? Was habt ihr da in der Studie herausgefunden? Ja, man darf bei allem Fokus auf das Zinsgeschäft natürlich das Provisionsgeschäft nicht vergessen. Viele Banken in unserer Studie haben uns auch gesagt, dass es weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Prioritätenthema für sie bleibt. Woraus kann man als Retailbank Provision generieren? Das ist auf der einen Seite natürlich das ganze Thema Investments, also Wertpapiergeschäft. Auch da muss man sagen, dass viele etablierte Banken da noch einiges an Aufholpotenzial haben. Also da geht es auch um so Themen wie, du hast ja vorhin wunderbar gesagt, ich muss erstmal verstehen, was haben denn eigentlich unterschiedliche Segmente für Bedürfnisse? Jemand, der vielleicht gerade als junger Erwachsener in das Thema Wertpapiergeschäft einsteigt, der vielleicht irgendwie sich in Krypto verliebt hat oder in irgendwelche anderen interessanten, neueren Themen, hat ein ganz anderes Kaufprofil, ein ganz anderes Search-Profil, auch ein ganz anderes Bedürfnisprofil als vielleicht jemand, der schon ein bisschen weiter in seinem Lebenszyklus ist und Private-Banking-Kunde ist. Also da geht es natürlich auch wieder darum, unterschiedliche Kundensegmente mit passgenauen Angeboten ja auch anzusprechen. Was man auch sicherlich nicht vergessen darf, ist, im Wertpapiergeschäft muss ich halt irgendwie auch Mehrwerte bieten können. Also das hat was mit Reporting zu tun, das hat was mit Investments, Guidance zu tun. Also für welche Kundensegmente bringt denn welcher Service tatsächlich Mehrwert? Und damit kann man natürlich A, Kunden gewinnen und B, dann auch Gebühren oder Provisionseinnahmen generieren. Ja, ich meine, Kunden sind ja auch super, super unterschiedlich. Der Anna, wir hatten ja auch vorhin schon mal bei den Megatrends auch das Thema Nachhaltigkeit. Auch das ist ja so ein Aspekt. Auch da hatten wir, glaube ich, die Kollegen aus Nordics hatten dazu mal eine Studie vor kurzem gemacht, wo man ja auch sehen konnte, dass es jetzt nicht jeder Mensch interessiert sich für Nachhaltigkeit. Es gibt so harte Verweigerer, aber es gibt auch schon eine Gruppe, die sich sehr dafür interessiert. Auch das muss ich natürlich wissen, wenn ich Angebote schneide. Genau. Also wer da tiefer einsteigen will, wir haben vor einiger Zeit mal ein Buch publiziert, das heißt The Demand Revolution. Da geht es also wirklich auch um, wie man Nachhaltigkeit als Chance nutzen kann. Und das lohnt sich vielleicht da mal quer zu lesen, weil wie du sagst, das spielt für unterschiedliche Segmente hat eine unterschiedliche Bedeutung. Und wir können da wirklich auch als eine traditionelle Universalbank dann wirklich nochmal Akzente setzen. Ich will vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, was das Thema Investments angeht. Wir haben in sehr, sehr vielen Projekten und auch in der Studie, aber auch in anderen Studien gesehen, dass gerade was das Thema Preisgestaltung im Wertpapiergeschäft angeht, eine Sache eigentlich fast durch alle Segmente, aber insbesondere im Jugendmarkt besonders wichtig ist, nämlich Einfachheit. Die Leute wollen einfache Preisstrukturen haben. Das machen die Neobroker und die Neobanken natürlich par excellence vor. Ich sage jetzt nicht, dass man deren Erlösmodell kopieren sollte, ja, die funktionieren anders. Können wir vielleicht in einem anderen Podcast mal im Detail drüber sprechen. Aber diese Einfachheit ist extrem wichtig. Und wenn ich mir da die klassischen Gebührenmodelle von vielen Regionalbanken, traditionellen Banken angucke, einfach sind sie nicht. Also da muss man schon nochmal deutlich drüber nachdenken, ob man das nicht gerade, wenn man diesem Nachwachsen, in diesem jüngeren Segment wachsen will, dann auch mal anders angeht. Und bei Private Banking oder Mass Affluence, also den
sagen wir, etwas gehobeneren Kunden ist es letztendlich das gleiche Thema. Ja. Ist ja ehrlicherweise auch was wir selbst im Zahlungsverkehr sehen. Ne? Auch da ist ja wirklich der Trend eher hin zu sagen, ich mache es einfacher, ich mache es zielgerichteter. Ich sage jetzt nicht mehr, ich habe keine Ahnung, 5, 6, 7 verschiedene Modelle und dann soll der Kunde da mal was machen, sondern ich sage im Kern, Kunde, du hast bestimmte Bedarfe, dafür haben wir eine Lösung, bau dir das halt selber zusammen und bestenfalls halt auch noch so adressiert, dass ich sagen kann, ich kann sowohl den Kunden abdecken, der eher preissensibel ist, als auch den, der sagt, Leistung ist mir wichtig. Also deswegen, ich glaube, das zieht sich schon durch alle Produktbereiche ehrlicherweise durch. Und da muss ich sagen, soweit ich das beurteilen kann, so ein bisschen im internationalen Vergleich, da sind eigentlich die deutschen Regionalbanken schon wirklich sehr gut aufgestellt. Die machen das ja schon seit Jahren sehr professionell, da die Produktpalette stärker aufzufächern, dann eben auch die Preise stärker zu differenzieren. Das ist eigentlich was, wenn ich da zum Beispiel nach England gucke oder auch in andere Länder, da sind die noch deutlich anders unterwegs. Ja? Also von daher, da würde ich jetzt mal sagen, sind wir in Deutschland schon relativ weit, aber du hast es als Experte perfekt zusammengefasst, was man da machen muss. Ja. Jetzt gab es auch noch einen vierten Faktor, wenn ich so ein bisschen zurückdenke an den Anfang, das ganze Thema KI. Ja, ist natürlich ein Megatrend. Gefühlt gibt es auch da ein Von und Bis. Man hat schon fast die Angst, dass man irgendwas verpasst, wenn man nicht täglich prüft, ob irgendwas Neues da ist. Das heißt, auch das bewegt natürlich die Bankenbranche. Was habt ihr da mitgenommen oder festgestellt? Also es ist natürlich auch ein Thema, was viele Banken in unserer Studie bewegt und da könnte man jetzt einen eigenen Podcast zu machen, aber vielleicht nur ganz, ganz high level. Viele Banken sind seit Jahren eigentlich sehr erfolgreich dabei, KI einzusetzen. Einmal in ihrem Betrieb und auch so ein bisschen im Service. Also man denkt an einen Chatbot beispielsweise, der bei vielen Banken heutzutage zumindest KI supportet oder komplett über KI läuft, bei einzelnen Direktbanken. Zum anderen natürlich auch in der Analytics, wenn es dann darum geht, was kann ich jetzt dem Kunden eigentlich als nächstes Produkt anbieten, dass dann natürlich klassische KI-Modelle, also so dieser Machine Learning-Bereich, eigentlich schon seit Jahren sehr gut eingesetzt wird. Man hat in der Vergangenheit sehr, sehr stark darauf geachtet, KI zu nutzen, um effizienter zu werden, um Kosten zu sparen. Wir sehen eigentlich jetzt seit einigen, ich sage jetzt mal so seit einem Jahr, eigentlich so ein Shift, dass man sagt, okay, das hat man jetzt mal gemacht. Da sind einzelne Banken schon wirklich fast schon am Ende ihrer Journey angelangt, würde ich fast mal einschätzen. Und die switchen jetzt so über und sagen, okay, jetzt sind aber auch wieder Ressourcen frei, um jetzt wieder in Wachstumsthemen zu gehen. Und KI ist ein unglaubliches Potenzial, um gerade so Kampagneneffizienz zu verbessern, maßgeschneiderte Produkte für einzelne Kundensegmente, aber auch das Thema Preisgestaltung, also zu verstehen, wann ist denn ein Kunde vielleicht, sagen wir mal, mit dem Risiko behaftet, dass er abwandern würde, wann braucht er ein besonderes Angebot. Also da kann über Mustererkennung mit KI noch deutlich viel erfolgen. Ich hatte jetzt vor kurzem auch ein Gespräch, einen kleinen Workshop dazu mit einem meiner Kunden und es zeigt sich da auch wieder, man ist eigentlich jetzt mehr interessiert, wie kann ich KI wirklich dazu einsetzen, um diesen Erfolgsfaktor Kundenakquise, aber auch Kundenbestandsmanagement nach vorne zu treiben. Das wird ein Riesenthema werden und das ganze Thema GenAI, also nicht nur Datenanalyse, sondern tatsächlich auch Personalisierung in der Kundenansprache bietet natürlich Möglichkeiten, da hätte ich selbst auch vor 6 Monaten noch nicht davon geträumt. Und wir kennen es ja auch in unserem privaten Umfeld. Jeder nutzt eigentlich mittlerweile ChatGPT oder andere Produkte mindestens mal einmal die Woche. Und das wird das neue Normal werden bei vielen, vielen Banken. Ja, bringt natürlich dann auch ordentlich Wachstumspotenzial mit sich, wenn ich es dann richtig einsetze. Ja, spannend. Also da ist ja echt eine ganze Menge, was ihr da A untersucht und B halt auch herausgefunden habt. Um es vielleicht für unsere Zuhörer nochmal so ein klein bisschen abzurunden und zusammenzufassen. Was wären denn so aus deiner Sicht, ich sag mal, die 3, 4 wichtigsten Sachen, die ich jetzt mitnehmen sollte, wenn ich mir das heute angehört habe? Ja, wahrscheinlich ist es am einfachsten, sich nochmal diese 4 Erfolgsfaktoren für Wachstum nochmal zu verdeutlichen. Also erstmal sich genau zu überlegen, wo und wie will ich wachsen, also diese segmentspezifischen Wachstumsstrategien, dann das Thema Kundenzufriedenheit, Kundenengagement und Kundenbindung, das ist dann die 2. Stufe. Die 3. Stufe ist dann eben sich wirklich das Erlösmodell, also will sagen die Produkte und die Preisgestaltung sowohl von den Strukturen als auch von den Höhen fortwährend anzugucken. Ja, und KI, das sind die 4, ich sag mal, Bausteine, mit denen man auch in einem schwierigen Umfeld, wir haben am Anfang ja drüber gesprochen, mit viel Unsicherheit im Markt und großer Transformation und vielen Investitionen, die notwendig sind, aber trotz dieser Schwierigkeiten sehr gut wachsen kann. Und wenn jetzt ein Vorstand ganz, ganz ungeduldig ist, was soll der dann tun, jetzt sofort ab morgen?
Oh, Steffen, das ist eine schwierige Frage. Darauf kann ich eigentlich nur eine Beraterantwort geben. Es kommt darauf an. Also es liegt ja wirklich daran, was hat eine Bank schon gemacht? Wie weit ist sie auf ihrer KI-Reise beispielsweise? Hat sie einen stärkeren Fokus auf Neukundenakquise oder auf Bestandsmanagement? Also da kann man jetzt keine, wie soll man sagen, keine einfache Lösung, die auf alle passt, rauskristallisieren. Was man aber schon sagen kann, ist, egal was ich mache, ich brauche immer eine klare Analyse der Marktpotenziale. Ich brauche immer irgendwie eine klare Strategie. Das hat auch was mit Priorisierung zu tun. Und natürlich muss dann am Ende des Tages auch die gesamte Mannschaft dahinter stehen, um zu sagen, das wird jetzt auch umgesetzt. Ja? Also viele gute Ideen bleiben auch irgendwann mal entlang der Journey stecken, weil dann eben nicht genügend Kraft in der Organisation da ist, um es tatsächlich dann auch anzugehen und anzupacken. Also ist jetzt vielleicht eine Beraterantwort, aber man muss sich wirklich im Detail angucken. Sehr gut. Jens, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mich heute eingeladen hast und ich freue mich auf weitere Episoden. Und ja, ich sage es einfach nur noch mal als kleinen Werbejingle am Ende. Wer Interesse hat, sich die Studie noch mal im genaueren Detail anzugucken, die ist natürlich auf unserer Homepage verfügbar. Und ja, falls Fragen da sind, kann man sich auch jederzeit an uns wenden. Sehr gut. Danke dir, Steffen. Mach's gut. Danke, du auch.